Ich rate euch an, in den Austausch zu gehen mit euren Mitarbeiterinnen, herauszufinden, was sie bewegt, wie die Teamdynamik ist, wie die Kultur ist, versucht zu verstehen, was die Frauen bewegt und macht nicht Annahmen darüber. Mein Rat, um mehr Gleichstellung zu etablieren, ist, dass Diversität im Leadership ganz oben anzusetzen ist. Ich glaube, es ist extrem schwer, eine Kultur der Gleichstellung zu etablieren, wenn diese nicht im Top-Management oder in der Firmenkultur verankert ist. Ich glaube, es lohnt sich insbesondere aus menschlicher Sicht, wenn sich alle Mitarbeitende mit ihrer je eigenen Art, mit ihren Ansichten und Ideen in ihrem Arbeitsumfeld einbringen können. Frauen früh genug abholen und ihnen auch die Entwicklungsmöglichkeiten und Schritte aufzuzeigen, ist sehr wichtig. Denn nur so können auch gewisse Unsicherheiten und Ängste abgebaut werden. Seid mutig, probiert Neues aus, denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es funktioniert. Das ist der zentrale Aspekt für mich, den Perspektivenwechsel macht. Sowohl für einen Mann als auch für eine Frau natürlich. Und dass mehr ein Dialog entsteht darüber. Ich kann männlichen Führungskräften nur empfehlen, auf heterogen zusammengesetzte Teams zu setzen. Ein ausgeglichenes Verhältnis von Mann und Frau an Führungskräften ist ein Schlüsselerfolgsfaktor. Führungskräfte im Teilzeitpensum sind eine enorme Chance. Was ich anderen Männern empfehlen würde, ist, den Diskurs um Gleichstellung zu öffnen. Also aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, sich vor dem Thema zu fürchten, liebe Männer. Es gibt zwei Seiten. Das eine ist, man beobachtet eine unangenehme Situation. Das andere ist, man empfindet eine unangenehme Situation. Und ich glaube, in beiden Situationen kann man das auch offen ansprechen. Also man kann einen Kollegen oder eine Kollegin genauso gut ansprechen auf irgendein Verhalten, das nicht okay ist aus dem eigenen Blick. Und das kann man ja neutral tun. Aber dann kann man das ja auch immer noch korrigieren. Man ist ja ihnen freigestellt, hinzustehen und zu sagen, hey, okay, das war jetzt nicht angebracht und tut mir leid. Ich glaube, das Wichtigste ist, Mut zu haben, Dinge anzusprechen, Probleme anzusprechen, aber vor allem auch auszuprobieren. Und über sich und die Erfahrung, die man dabei macht, zu reden, sowie vor allem auch Feedback einzuholen.